Jorge Luis Borges, Das Aleph. Long Story Short von Ralf Schönfelder. Am Heiligabend im Jahr 1938 lief Jorge Luis Borges die Treppen zu seiner Wohnung hinauf, wo ihn eine Freundin erwartete, in die er einmal verliebt gewesen war. Unglücklich, wie immer. Vielleicht rutschte er auf einer Stufe aus. Vielleicht hatte er bereits zu viel von seiner Sehkraft eingebüßt. Jedenfalls stieß er mit dem Kopf gegen ein offenstehendes Fenster. In den nächsten Tagen entzündete sich die Wunde. Borges fieberte. Er hielt Bettruhe. Seine Mutter saß bei ihm und las ihm vor, wie ihm Jahre später Freunde vorlesen sollten, als er ein berühmter Autor und der blinde Direktor der Nationalbibliothek in Buenos Aires geworden war. Nach ein paar Seiten aus dem Roman Jenseits des schweigenden Sterns von C.S. Lewis kamen Borges plötzlich die Tränen. Seine Mutter fragte ihn, warum er weine. Er antwortete, weil ich verstehe. Diese Geschichte einer mystischen Erfahrung erzählte Borges in Interviews und Aufsätzen. Sie darf geglaubt oder bezweifelt werden. Für Borges waren Fiktionen ohnehin Varianten der Realität und keinesfalls weniger bedeutsam, bloß weil sie nicht stattgefunden hatten. In den 1940er Jahren schrieb er mehrere Erzählungen, die um mystische Erfahrungen kreisen. Darunter ist Das Aleph die heute bekannteste. Die Hauptfigur, ein Mann namens Borges, berichtet von einer verstorbenen Freundin, Beatrice Viterbo, in die er einmal verliebt gewesen war. Unglücklich, wie immer. Am Morgen ihres Todes beobachtet er, wie die Reklame an den Wänden der Plaza Constitución ausgetauscht wird. Das schmerzte mich, da ich begriff, dass das rastlose und weiträumige Universum bereits von ihr abrückte und dass dieser Wandel der erste in einer endlosen Reihe war. Das Universum mag sich wandeln, ich aber nicht, dachte ich mit melancholischer Eitelkeit. Von da an besucht Borges, also der Borges der Erzählung, jedes Jahr an Beatrice Viterbos Geburtstag das Haus ihrer Familie, in dem ihr Vater und Carlos Argentino Daneri, ihr Vetter ersten Grades, leben. Bei einem dieser Besuche prahlt Daneri in Cognac-Laune mit einem Gedicht, an dem er schreibt. Es trägt den Titel Die Erde und soll die gesamte Welt in Verse fassen. Die Strophen, die er als Kostprobe vorträgt, klingen pompös und lächerlich. Borges befindet im Stillen, Danieris Talent läge nicht in der Dichtung, sondern im Erdenken von Gründen, seine Dichtung herrlich zu finden. Einige Zeit darauf meldet sich Daneri bei Borges in höchster Aufregung. Er erklärt, das Haus seiner Familie solle abgerissen werden und einer Konfiserie Platz machen. Er brauche das Haus aber, um sein Gedicht fertigzustellen. Denn im Keller befinde sich seine Inspirationsquelle, das Aleph. Ein Punkt im Raum, der alle Punkte in sich enthält, in dem man alle Orte der Welt aus allen Winkeln betrachten kann. Daneri habe das Aleph schon als Kind entdeckt, als er auf der Treppe ausgerutscht sei. Borges besteht darauf, das Aleph sofort sehen zu dürfen. Er hält Daneri für wahnsinnig und empfindet böse Freude darüber. Im Keller des Hauses angelangt, erklärt ihm Daneri, er müsse sich auf den Boden legen und in der Dunkelheit auf eine bestimmte Stelle der Treppe schauen. Einen Augenblick lang fragt sich Borges, ob der verrückt gewordene Daneri ihn im Keller einsperren und umbringen will. Er schließt die Augen. Als er sie wieder öffnet, sieht er das Aleph. Das Unendliche kann nicht in Worte gefasst werden. Borges weiß, sein Versuch einer Aufzählung der Eindrücke muss unzureichend bleiben. Im unteren Teil der Stufe sah ich einen kleinen, regenbogenfarbenen Kreis von fast unerträglicher Leuchtkraft. Ich sah das belebte Meer. Ich sah Morgen,
und Abendröte. Ich sah die Menschenmassen Amerikas. Ich sah ein silbriges Spinnennetz im Zentrum einer schwarzen Pyramide. Ich sah aufgewölbte Wüsten am Äquator und jedes einzelne Staubkorn darin. Sah die grässliche Reliquie dessen, was so köstlich Beatrice Viterbo gewesen war. Sah das Kreisen meines dunklen Blutes. Sah das Räderwerk der Liebe und die Veränderung des Todes. Sah das Aleph aus allen Richtungen zugleich. Sah im Aleph die Erde und in der Erde abermals das Aleph. Borges flieht aus dem Keller. Auf der Straße kommen ihm alle Gesichter bekannt vor. Er fürchtet nie mehr den Eindruck der Wiederholung loszuwerden. Die Idee, das ganze Universum auf kleinstem Raum zu finden, taucht auch in Borges' Erzählung Die Inschrift des Gottes auf. Darin wird ein Priester der Maya von spanischen Eroberern in einem Kerker gefangen gehalten. Durch eine Öffnung fällt sein Blick auf einen Jaguar und er erkennt im Muster des Jaguarfells einen magischen Satz, den Gott am Tag der Schöpfung geschrieben hat. Er erlebt die Vereinigung mit der Gottheit, dem Universum, dem Allgewebe. Mit diesem Satz könnte er die Mauern des Kerkers zum Einsturz bringen. Doch im Erkennen gibt es keinen Erkennenden mehr, keinen Kerker, kein Leiden und nichts zu erlangen. Weil es nichts zu erlangen gibt, wird er den Satz niemals aussprechen. Die Erinnerung an die Verstrickungen seines früheren Lebens verlässt ihn. Auch dem Erzähler von Das Aleph schwindet nach ein paar Nächten der Schlaflosigkeit die Erinnerung an das Geschaute. Er spekuliert sogar, das Aleph in Carlos Argentino Daneris Keller sei nicht das echte Aleph. Das echte Aleph befinde sich laut einer alten Handschrift in einer Steinsäule in Kairo. Jetzt kann er sich dem Vergessen öffnen. Selbst die Gesichtszüge seiner geliebten Beatrice beginnt er zu verlieren. Das Aleph ist der erste Buchstabe des hebräischen Alphabets. Es ist der erste Buchstabe des mystischen Gottesnamens Ehyeh Asher Ehyeh. Ich bin, wer ich bin. Mit ihm beginnt auch der Begriff Ein Sof, der in der Kabbala für das Unendliche steht, den Urgrund der Dinge, formlos, ohne Ähnlichkeit, ohne Wunsch oder Handlung. Borges faszinierten die Ideen der Mystik, der Religion und Philosophie. Je obskurer sie klangen, umso größeren Reiz übten sie auf ihn aus. Er bedauerte, dass seine Skepsis nicht zuließ, an die Gültigkeit dieser Ideen zu glauben. Doch er staunte über ihren Einfallsreichtum, über ihre Schönheit. Und er erzählte von ihnen mit jener Melancholie, mit der man von einer unerreichbar gewordenen Liebe erzählt.